So schnell geht das. Da sind direkt wieder Freunde von uns am Salzsee. Die da oben machen Videos und Fotos für eine Hochzeit. Das ist das Hochzeitspaar. Und die anderen, die sind irgendwie Filmmenschen, Kameramenschen und machen halt jetzt irgendwie ein Hochzeitsvideo oder so. Ich weiß nicht genau. Salam. Salam. Hallo aus dem Iran. Ist richtig lustig hier. Wir haben ja diese Hochzeitsgesellschaft kennengelernt, haben eben noch mit den Fotos gemacht. Zur selben Zeit kamen dann noch Freundinnen von uns, mit denen wir eben noch in Tebris waren, die jetzt auch hier sind. Also wieder richtig gut. Ja, und jetzt schauen wir uns gleich den Sonnenuntergang über diesem Salzsee an. Der wird bestimmt richtig gut. Genau, deswegen sind wir nämlich hierher gefahren. Da ist nämlich so ein Salzsee. So, wir sind jetzt heute Abend am See Umia angekommen. Das ist der größte Salzsee vom Iran. Und ich finde gerade diesen Kontrast von heute Morgen waren wir noch in der Stadt. Und die Städte hier sind auf jeden Fall sehr voll, sehr laut. Da sind super viele Menschen. Es ist irgendwie überall sammelt man neue Eindrücke, weil es viele Gerüche gibt, viele Farben und so weiter. Und dieser Kontrast zu jetzt hier wieder in der vollen, weiten Natur zu sein, ist irgendwie sehr groß. Guten Morgen von diesem Salzsee. Guten Morgen. In letzter Zeit wachen wir immer so richtig früh auf mit dem Sonnenaufgang, aber es ist natürlich auch richtig schön. Nachher werden wir mit den anderen mal zum Wasser auch laufen, das ist nämlich noch ein Stück, und diesen See noch ein bisschen mehr erkunden. Ja, da soll es auch ganz coole Farben und so geben. Das wollen wir uns auf jeden Fall noch mal anschauen. Ja. Aber davor gibt es erstmal gemütlich Kaffee und Frühstück und dann warten wir, bis die anderen wach sind, weil wir sind immer die, die halt zuerst wach sind und dann irgendwo rumlaufen. Aber dann können wir zusammen noch mehr entdecken. Inzwischen ist es nachmittags, viel ist in unserem Camp nicht passiert. Ich habe weiter Videos geschnitten, Laura war einkaufen und jetzt duscht sie gerade, deswegen stehe ich hier am Rand, wo die Straße ist, wache, damit jetzt hier niemand vorbeikommt oder dann muss ich schnell rufen und Laura muss sich verstecken, weil Frauen im Bikini, das geht hier natürlich nicht. Und gleich, wenn das Licht richtig schön wird, dann machen wir mal einen Spaziergang Richtung Wasser. So, frisch geduscht und jetzt ist 16 Uhr, das heißt, das Internet ist abgestellt im Iran. Deshalb sind die Leute jetzt hier auch langsam wieder alle aus ihren Vans gekommen. Und wir sind hier übrigens mit Puch Adventures und Vergnügt Verfahren. Also wenn ihr denen folgen wollt, dann schaut mal bei denen vorbei. So, jetzt ist später Nachmittag. Jetzt gehen wir alle noch mal näher zum Wasser des Sees und gucken mal, wie weit wir kommen, bevor es dann später Abendessen gibt. Das war mal der größte See des Mittleren Ostens, ist natürlich jetzt hauptsächlich ausgetrocknet und ist jetzt der 7. größte Salzsee der Welt. Durch die Wasserknappheit der letzten Jahrzehnte im Iran wurden halt viele Zuflüsse zu diesem See aufgestaut, um dieses Wasser halt für Landwirtschaft und so weiter zu nutzen. Und deswegen ist der Pegel schon über die Hälfte in den letzten Jahrzehnten gesunken und der See könnte in Zukunft sogar komplett verschwinden. Und inzwischen, dadurch wird der Salzgehalt natürlich sehr viel höher und inzwischen liegt er schon bei 30%. Und das wirkt sich natürlich auf das Ökosystem, auf die Tiere und Pflanzen aus, aber auch auf die Landwirtschaft und die Städte drumherum. Und es gibt dann sogar so Salzstürme, wovon irgendwie 5 Millionen Menschen
in der Umgebung betroffen sind. Und da gibt es sogar Pläne, die irgendwie in Zukunft vielleicht umzusiedeln. Bei unserem Spaziergang jetzt laufen wir also quasi auf dem Grund des Sees rum und hier ist voll die Salzkruste, auf der wir halt auch unterwegs sind. Und das ist schon richtig spannend. Ja, ist richtig krass. Es ist einfach alles Salz hier. So ein bisschen, als würde man auf so einer Eisschicht laufen, weil es bricht auch immer ein und knistert so. Unser Ziel ist es ja wenigstens bis zum Wasser es zu schaffen, um das auch mal zu sehen. Auf meiner Karte laufen wir schon längst im Wasser. Die Entfernung ist auch irgendwie so richtig schwer einzuschätzen. Aber wir laufen jetzt einfach noch mal weiter. Also es hat sich richtig gelohnt, hierher zu fahren. Es war ein kleiner Umweg von Telbris hierher, weil wir, glaube ich, die gleiche Strecke wieder zurück müssen. Aber es ist schon was richtig Besonderes. Ja, und jetzt mit dem Sonnenuntergang, die ist jetzt untergegangen, deswegen gehen wir jetzt langsam gemütlich zurück. Aber es war echt richtig schön. In so einer Landschaft war ich noch nie. Richtig Ich auch krass. nicht. Das ist hier so ein bisschen wie auf einem anderen Planeten oder als wäre es irgendwie von Star Wars. Da gibt es ja auch so eine Szene, wo sie irgendwie kämpfen in einem der letzten Teile. Und immer wenn sie über das Salz schlittern, also über die Erde, wird das so rot. Und hier ist es auch, wenn man so ein bisschen länger buddelt, findet man dann auch so rote Erde oder rote Mineralien. Und jetzt geht's zurück zu den Vans. Guten Morgen vom Salzsee, richtig krass. Uns haben Leute geschrieben, die jetzt auch über die Grenze wollen, die wir auch auf dem Campingplatz getroffen haben in Jerewan. Und die haben nämlich gefragt, so, hey, habt ihr das Erdbeben gespürt? Das war direkt am Salzsee. Und dann haben wir gerade mal geguckt, 3:51 Uhr nachts, Stärke 5 oder so, waren hier mehrere Erdbeben. Und wir alle in unserem Camp, wir haben es alle nicht mitbekommen. So, wir fahren jetzt los. Und zwar mit den anderen. Verlassen wir jetzt diesen Salzsee und wenn alles gut läuft, sehen wir uns heute Abend dann auch wieder an einem gemeinsamen Stellplatz. Und jetzt wird hier rumgeholpert. Jetzt waren wir in der ersten Mautstation und wurden einfach durchgewunken. Er hat so ganz aufgeregt gefragt, oh my God, where are you from? Wir so, ja, Deutschland. Und er so, you can just go. Ja. Mega sweet. Wir waren uns erst unsicher, wie das funktioniert, aber es gab zum Bar bezahlen. Und dann konnten wir natürlich nicht lesen, wie viel. Haben aber schon gehört, dass es sehr günstig war. Aber ja, jetzt konnten wir einfach durchfahren. War mal wieder sehr nett. Ach, die Leute hier. Ja. Jetzt kommen wir zur nächsten Mautstation. Mal sehen, was es diesmal kostet oder ob irgendwas es kostet. Okay, diesmal hat es was gekostet, aber bei der Menge an Rückgeld, die ich bekommen habe, nicht so viel. 80.000. 20 Cent oder so? Das Coole hier ist, genauso wie in Armenien und Georgien sind hier immer so coole Straßenhändler mit natürlich lokalen Produkten und so weiter. Und jetzt haben wir gerade so eine gigantische Tüte allerhand getrockneter Früchte gekauft. Da gab es alles. Wir wissen auch gar nicht, was alles ist, weil getrocknet sieht ja alles ein bisschen anders aus. Das ist bestimmt mehr als 1 Kilo. Ja, wie viel haben wir bezahlt? 1 Million In Euro. irgendwas. So 3,50 Euro. Und das ist halt voll So eine krass. fette In Deutschland kostet ja schon, ich weiß nicht, eine Handvoll getrockneter Aprikosen kostet ja gefühlt schon 4 Euro oder 5. Die Landschaft ist schon wieder richtig abgefahren hier. Guckt euch mal diese Berge an. Jetzt sind wir von der Autobahn abgefahren und suchen uns jetzt hier zwischen diesen pinken Bergen einen Schlafplatz. Oh je, wenn wir durch diesen Tunnel passen. Das ist super.
So, Schlafplatz gefunden und voll krass, wir sind einfach nur von der Autobahn runter und sofort waren wir in dieser leeren, bunten Berglandschaft, die richtig faszinierend ist. Also einen schöneren Zwischenstopp könnten wir hier nicht haben. Wir haben jetzt eine ganz angenehme Nacht verbracht. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich glaube, ich habe vom Fahrtwind ein bisschen einen weggekriegt, wie man das so schön sagt. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Teheran, um 2 Freundinnen von mir zu besuchen. Die habe ich, glaube ich, 2015 oder 16, ich weiß nicht mehr genau wann, in Kiew bei einem Praktikum kennengelernt. Und wenn wir jetzt schon mal hier sind, wollen wir die auch auf jeden Fall sehen, müssen uns da aber noch ein bisschen absprechen, wann und wo genau. Und sind dann natürlich auch weiterhin auf unsere und deren Sicherheit bedacht. Ja, jetzt sind wir wieder auf der Autobahn unterwegs und die Landschaft um uns herum ist einfach phänomenal. Das ist echt so eine Panorama-Autobahn. Wir sind jetzt das erste Mal eingeladen worden und fahren jetzt diesem Moped hinterher. Wir wurden jetzt gerade das erste Mal von einer iranischen Familie eingeladen, sind dann auch zum Mittagessen geblieben und es war wirklich richtig schön. Wir saßen dann so wirklich traditionell auf so Perserteppichen, haben auf dem Boden gegessen. Es gab so Reis mit Bohnen und irgendwelchen Joghurtsachen, also wirklich auch traditionelles Essen, wie die Leute das hier auf dem Land halt so konsumieren. Das haben wir vorher auch schon von vielen Reisenden gehört, die schon hier waren, dass man ständig eingeladen wird, sich quasi gar nicht davor retten kann. Einmal haben wir das schon abgelehnt, weil es war schon sehr spät und wir waren ziemlich müde. Aber jetzt hat das ganz gut gepasst und war echt schön, das mal zu sehen, wie so auch die Familie zusammen lebt und isst und so ein bisschen Austausch zu haben. Also ich finde, hier trifft der Spruch "Out of your comfort zone is where the magic happens", also aus deiner Komfortzone raus ist da, wo irgendwie die Magie passiert, trifft hier irgendwie voll gut zu, weil es natürlich so ein bisschen, ja, manchmal so ein bisschen peinlich oder komisch ist, wenn man sich dann mit Google Translator unterhält, wenn man die Sprachen gegenseitig nicht spricht und wir ja auch nicht so wirklich Ahnung haben, wie verhält man sich jetzt, also beim Essen, es gab dann irgendwie Reis und Bohnen und ganz viele andere Sachen, haben wir erstmal so geguckt, ja, wie essen die anderen das denn, wie mischt man das denn und so weiter, aber dadurch lernt man halt total viel und jetzt ist es wirklich so anders als in Zentraleuropa, dass man sagen kann, hier ist es wirklich eine andere Kultur und eine andere Lebensform, von der man halt sich total viel abgucken kann. Und ich glaube, gerade in muslimischen Ländern oder auch generell, wenn es weiter nach Osten geht, ist ja so die Gastfreundschaft und fremde beherbergen irgendwie auch was irgendwie so voll zur Kultur dazugehört. Die wollten uns auch gar nicht gehen lassen. Die haben irgendwie gesagt, wir können hier übernachten, wir können nach dem Mittagessen Mittagsschlaf machen. Also es war jetzt auch wirklich schwer zu sagen, okay, 1000 Dank, wir müssen jetzt weiterziehen. Aber ich finde, genau wegen solcher Erlebnisse lohnt sich das total, in auch Länder wie den Iran zu fahren und weiter nach Osten zu fahren. Es ist mal wieder an der Zeit zu tanken und im Iran ist das ja ein bisschen anders, weil hier kann man kein Diesel tanken ohne eine Tankkarte. Das heißt, wir müssen LKW-Fahrer ansprechen, ob wir auf deren Tankkarte tanken können. Man kann auch beim Tankwart fragen, aber dann zahlt man oft sehr viel mehr. Das heißt, wir suchen jetzt eine Tankstelle an der Autobahn, wo auch LKW tanken. Hier sind zum Glück ganz viele, aber eben da waren nur Autos. Das heißt, wir fahren jetzt noch mal ein Stück weiter. Ich habe bei Google Translate mir so eine Übersetzung gemacht, die sagt: Hallo, können Sie uns helfen, Diesel zu tanken, weil wir haben keine Tankkarte. Ich habe ihn nicht ganz verstanden, er meinte irgendwas mit dem Kanister. Kannst du mir mal den Kanister geben? Ja. Ja, füllen wir erstmal den auf. Yeah. Wir haben jetzt 100 Liter getankt vom LKW-Fahrer. Wir haben schon mal im Iran getankt. Da hat uns gleich der erste LKW-Fahrer an der Zapfsäule daneben, nachdem er getankt hat, dann in seinen Tank tanken lassen.
der wollte das ja hier jetzt nicht. Jetzt haben wir das mit den Kanistern gemacht. Und jetzt ratet mal, was es gekostet hat. Gar nichts. 100 Liter für umsonst. Wie krass ist das? Okay, der Sprit ist hier richtig billig. Es ist günstiger als Mineralwasser. Aber einfach super nett, die Menschen. Weil es hat ja jetzt auch voll viel Zeit in Anspruch genommen. Ne? Er hat da irgendwie 20 Minuten haben wir jetzt dieses Umfüllen gemacht. Also richtig nett. Es ist der nächste Morgen. Laura ist gerade bei einem Iran-Cell-Geschäft, um unser Internet aufzuladen. Irgendwie ist das Datenvolumen schon alle, obwohl es eigentlich hätte viel länger laufen müssen. Haben wir jetzt nicht ganz verstanden. Jetzt müssen wir es irgendwie aufladen. Nochmal kurz zu gestern, zu dem Tanken. Das war, glaube ich, alles ein bisschen chaotisch. Die Autos tanken alle mit Benzin. Und wenn man Diesel tankt, dann muss man entweder die Tankwärter fragen, ob man da tanken kann, weil man braucht eigentlich so eine Tankkarte. Und die Tankwärter verlangen aber meist sehr viel mehr Geld, deswegen das Beste, man fragt halt Lkw-Fahrer, die auch gerade tanken, ob man auf deren Karte noch mittanken kann. Beim ersten Mal haben wir halt gefragt, da hat der Lkw-Fahrer seine 300 Liter getankt, wir haben daneben geparkt und am Ende hat er dann nochmal 50 Liter bei uns reingemacht. Und jetzt gestern halt mit den Kanistern, war ein bisschen umständlich, ich weiß gar nicht genau, warum das jetzt so war, aber egal. Und dass sie einem das mal schenken, ist halt voll nett. Der Preis pro Liter sind 300 Tomanen, umgerechnet ist das 1 Cent pro Liter. Richtig krass. Die könnten ja eigentlich voll leicht ein bisschen was dran verdienen, wenn die irgendwie ein bisschen mehr verlangen. Wäre ja auch okay, wenn wir das Doppelte zahlen oder so. Aber die sind halt immer voll nett, die Menschen. Um in das Land einzureisen, mussten wir allerdings vorher recht viel Geld bezahlen. Also das Carnet de Passage, dieses Zolldokument, was man vom ADAC kauft, plus 75 € pro Person Visum. Also wir mussten vorher 400 € auf den Tisch legen, um überhaupt einzureisen mit diesen ganzen Dokumenten, die wir brauchten. Deswegen können wir das Geld jetzt mit diesem günstigen Diesel oder vielmehr geschenkten Diesel wieder reinholen, was ganz gut ist. Yay, wir haben wieder Internet. Das ist hier nämlich eine große Herausforderung, weil wir natürlich keine iranische Kreditkarte haben oder unsere Visa hier nicht funktioniert. Das heißt, man kann nicht die Iran-Cell-App benutzen. Was verkauft der denn? Das heißt, man kann halt nicht mal eben mit der App eigenständig sein Guthaben und seine Gigabyte aufladen. Dementsprechend muss man in so einen Shop gehen. Und die waren jetzt so nett, die konnten sogar Englisch. Erstmal so, ja, 5 Gigabyte. Ich so, ich brauche mehr. Die so, okay, dann packen wir noch 12 drauf. Also haben wir jetzt 17. Und dann habe ich gesagt, wie teuer ist das denn? Und dann haben sie mich ausgelacht, weil ich so viel bezahlen wollte und waren so, nee, das ist viel zu viel für Internet. Also richtig gut. Und generell ist es im Iran mit dem Internet gerade eine große Herausforderung. Viele Apps sind generell gesperrt. Das heißt, wir brauchen einen VPN, da funktionieren nur die, die man bezahlen muss. Und jetzt gerade mit den Protesten ist es so, dass manchmal vor ein paar Wochen noch immer um 16 Uhr, jetzt immer so ein bisschen spontan, das Internet komplett abgeschaltet wird, damit sich Leute halt nicht vernetzen können. Und das ist für uns natürlich eine sehr neue Erfahrung, dass der Staat sowas restriktiert. Aber jetzt funktioniert wieder alles und wir sind wieder online und dann freuen sich auch unsere Familie, wenn man mal zwischendurch ein Lebenszeichen schicken kann. So, wir sind jetzt quasi in Teheran angekommen, besuchen heute die beiden Freundinnen von Laura. Genau, also wir treffen uns bei der einen zu Hause, die hat uns also voll nett eingeladen, werden da hoffentlich sogar duschen können, vielleicht sogar übernachten und da freuen wir uns richtig dolle drauf. Ja, wir sind jetzt hier in so einer großen Shopping Mall, haben hier ein bisschen gewartet und waren eben noch mal einkaufen. Haben jetzt hier tolle neue Wasserkanister. Eine neue beschichtete Pfanne für Pancakes und sowas. Neue Duschbrause, die ist kaputt gegangen. Wieder Gas für alles Mögliche. Ersatzkocher. Und jetzt werden wir erstmal die Kameras und alles wegtun, weil in Teheran sind ja immer viele Proteste und wir wissen nicht ganz genau, wie die Situation hier ist. Und wir wollen natürlich nicht in irgendwie blöde Situationen geraten. Vor allem mit Kameras und so ist man dann vielleicht schnell Journalist oder so. Deswegen machen wir erstmal alles weg, gucken, wie das hier so ist. Sehen uns dann im nächsten Video. Genau, bis dahin, passt auf euch auf. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao. Und im nächsten Video. Wir sehen das erste Mal Kamele
und teilen unsere Erfahrungen aus ein paar Tagen in Teheran. Es ist so, dass in Teheran echt immer weniger Mädels und Frauen die Hijab tragen und deswegen laufen ich und meine Freundinnen gerade auch ohne rum. Inklusive der besten Outfits. Ja, man muss ja doch noch mal so stehen bleiben, weißt du? War super. Wie bei der Tagesschau, dann ist ja Ende. Kuh bei sich auf dem Gelände in dem Haus fast. Kuh war fast in dem Haus. Was? Was?